Heute wollten wir euch mal mitnehmen und den aktuellen Stand von unserem Jahresprojekt zeigen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Es geht in letzter Zeit ein bisschen schleppend voran, weil wir viel nebenbei zu tun haben und weil die Aufgaben, die bei so einem Umbau anfallen, gerade jetzt zum Schluss, was Innenraumgestaltung angeht, doch Aufgaben sind, die etwas Kreativität erfordern und wo kleine Schritte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz, ihr habt jetzt beim letzten Mal die ganzen Teile gesehen, ich habe euch alles quasi einzeln gezeigt und jetzt ist vieles davon schon am Auto verbaut. Und wir dachten, es wird mal Zeit, euch ein kleines Update zu geben. Ja, wir stehen jetzt hinten vom Auto, fangen wir mal an, um die Energieversorgung von dem Auto zu gewährleisten, damit das Auto auch anspringt. Das kann es ja leider nicht aus eigener Kraft. Haben wir von der Firma Lightclocks eine Batterie gestellt bekommen, beziehungsweise vergünstigt angeboten bekommen. Die unterstützen uns bei dem Projekt. Vielen, vielen Dank dafür. Passt natürlich sehr gut zu dem Projekt an sich, weil Leichtbau ist ja hier ein großes Thema und die Batterien von Lightclocks sind, soweit ich weiß, die leichtesten am Markt. Genau, das Schöne an der Batterie ist auch, ich denke, ihr werdet es kennen, die Batterien sind ja nicht mehr wirklich ein Geheimtipp, sagen wir es so, sondern die meisten kennen die Batterien. Man kann über eine Handy-App die Stromversorgung zum Auto kappen und dadurch wird die Batterie nicht leergezogen. Es wird aber trotzdem noch eine gewisse Spannung aufrechterhalten, sodass die Steuergeräte nicht alle Einstellungen oder alle individuellen Belegungen vergessen etc. oder Codierungen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, ist auch quasi wie so ein Diebstahlschutz dann. Ja, ansonsten, ich denke, auf das Thema Käfig sind wir zu Genüge eingegangen. Da gibt es ja auch ein paar Videos zu, schaut euch die gerne nochmal an, wie das Ganze entstanden ist, wie das Ganze designt wird. Ja, sonst sehen wir hier hinten tatsächlich eigentlich nichts. Wir sehen den auslackierten Innenraum. Da habt ihr vielleicht, wenn ihr uns bei Insta folgt, die eine oder andere Story von gesehen. Wir haben im Innenraum, so gut es geht, alles rausgenommen, was für uns keinen Nutzen mehr hat. Also alle Halter für die Rückbank etc., um da eben auch Gewicht einzusparen. Und haben dann den Innenraum in der Außenfarbe auslackieren lassen. Ansonsten sieht man hier nicht viel. Miltec-Auspuffanlage, die war schon drunter. Das bleibt jetzt auch erstmal so. Vielleicht wird irgendwann nochmal ein Titanauspuff kommen für das Auto, dass wir da auch noch ein paar Kilo Gewicht sparen. Da sind wir uns aber noch nicht so ganz sicher, weil das Thema Leistung hatten wir ja auch in der Teilefolge gesagt, gehen wir jetzt noch nicht an, sondern werden erstmal mit Serienleistung fahren. Gehen wir mal weiter ums Auto rum. Hier fehlt natürlich noch Stoßstange, das seht ihr. Es fehlen noch die Scheiben. Bei den Scheiben werden sehr wahrscheinlich Makrolonscheiben kommen, um da noch so ein bisschen Gewicht zu sparen. Das ist bei den Seitenscheiben auch immer so eine ganz coole Sache. Bei den Türen sind wir auf Serientüren. Die Carbon-Türpappen, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen hattet, sind jetzt leider ein bisschen staubig, weil das Auto eben hier offen steht und die ganze Zeit etwas passiert im Auto. Ist jetzt ein Bauteil, was von einer Firma aus Polen kommt. Ja doch, ich glaube Polen oder Tschechien, eins von beiden. Ist von der Passgenauigkeit okay, also ist halt so ein bisschen, die bauen Rallye-Autos überwiegend. Erfordert aber sehr viele Anpassungsarbeiten, bis es halt überhaupt passt und spart auch gar nicht so viel Gewicht. Also wir hatten von euch ab und zu mal eine Anfrage, ob ihr sowas kaufen könnt bei uns. Es sieht cool aus, ich persönlich würde es glaube ich nicht nochmal machen, weil es einfach zu viel Anpassungsarbeit ist und auch generell von der Verarbeitungsqualität halt zweckerfüllend ist oder zweckdienlich, sagen wir so. Ja, dann haben wir hier auf unseren Käfig ein bisschen Carbon draufgepackt, einfach als Schutz. Ich denke, wir werden auch noch ein bisschen Schutz oben an den Käfig machen, wenn man da mit dem Helm drankommt, dass man sich nicht den Helm sofort verkratzt und so weiter. Dann haben wir gerade mal einen Sitz reingeschraubt. Wie gesagt, seht uns nach, wenn das alles hier so ein bisschen staubig, dreckig ist. Es wird halt einfach gearbeitet. Hier drinnen, da bleibt das nicht aus, dass das staubig ist. Aber das ist ja nichts, was man hinterher dann nochmal schön machen kann. Hier seht ihr auch unsere Seitenadapter mit originaler Laufschiene. Wir können gleich nochmal von hinten reinfilmen. Da sieht man auch, dass wir quasi die niedrigste Sitzposition haben, die man eben hinbekommt, ohne die Höcker zu bearbeiten. Und ja, da ist das Feedback halt auch wieder richtig gut. Wir verkaufen die ja schon
Alle sind mega happy, die eingebaut haben. Ihr könnt den hier mit dem SPG XL benutzen oder mit dem SPG Normal und auch mit dem Pole Position. Der Pole Position ist allerdings der einzige, der im Regelfall eintragbar ist. Genau, wenn ihr bei Seriensitz bleiben wollt, übrigens, wir haben auch eine Tieferlegung für den originalen Sitz von DNA Racing im Shop. Verkauft sich in letzter Zeit auch sehr gut, ist ein ganz interessantes Produkt, schaut euch das vielleicht auch mal an. Ja, ansonsten das Armaturenbrett haben wir bearbeiten müssen, damit es eben hier noch reinpasst. Auch hier sieht man so ein paar Ausschnittarbeiten. Ist jetzt auch nichts, wo es darum geht, dass es irgendwie perfekt aussieht, sondern das Auto hat einen Zweck und das ist schnell fahren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass alles wunderschön aussieht. Ja, was haben wir noch? Wir haben den Mitteltunnel ein bisschen bearbeitet. Das ist aber auch noch gerade in Entstehung. Wir haben die ganze Knöpfe ein bisschen verlegt. Das wird noch fertiggestellt. Ach so, genau. Dann haben wir noch Fußmatten aus Carbon, auch von derselben Firma wie die Türpappen. Auch das Thema ist eigentlich ein Muss, wenn man so will. Dadurch, dass man den Teppich rausnimmt und alles, hast du halt keine Fußabstütze mehr. Gerade beifahrerseitig ist das blöd. Und meistens ist auch quasi der Boden zu niedrig in Relation zu den Pedalen. Und das behebst du halt mit so einem Blech, dass du einfach vernünftig trotzdem noch mit den Füßen vor den Pedalen stehen kannst. Klar, es gibt auch hängende Pedale, aber damit das eben trotzdem noch so ein bisschen komfortabel ist, nehmen wir es mal. Ja, wir mussten so ein paar Schalter verlegen oder haben auch ein paar Schalter verlegt, weil wir viele Schalter nicht mehr brauchen. Das ist halt auch immer so ein bisschen Arbeit, Kabel verlängern, gucken, wo macht man den Schalter hin, etc. etc. Das Navi wird auch noch rauskommen, da haben wir gerade eben entschieden, stattdessen einen Garmin Catalyst hinbauen. Vielen Dank an Norman übrigens, der hat uns quasi auf die Idee gebracht, der hat das nämlich bei seinem M4 auch so. Ja, und ansonsten, ich schaue mal so rein in den Innenraum. Das Handschuhfach ist rausgeflogen, das wiegt halt auch ein bisschen was, das brauchen wir auch nicht mehr. Da haben wir so eine kleine Blende gebaut. Da sehe ich noch was, gut, dass wir auf die Seite nochmal gehen. Und zwar ist das gerade ein Prototyp, den Tobi gestaltet hat. Der braucht jetzt nur eine Revision, die ist gerade schon in Entstehung. Und zwar kennt ihr das vielleicht von unseren BMWs, also zumindest die unsere Produkte kennen, vielleicht BMW fahren. Die Platte legt ihr einfach unter die Laufschiene. Ihr könnt das zum Beispiel auch bei einem Seriensitz machen, wobei da macht es nicht so viel Sinn. Und habt dann eben 4 extra Punkte, wo ihr die von Schrot speziell dafür zugelassenen Ösen reinschrauben könnt und dadurch eben 6-Punkt-Gurte fahren könnt. Also ihr habt hier 2 Gurte für den Schrittgurt, da kommen dann die Ösen rein. Und dann hier hinten, das ist übrigens die Revision, die Platte muss noch ein bisschen länger, da kommen dann eben auch Ösen rein für den Beckengurt. Hat halt einen großen Vorteil, du hast halt eine vernünftige Position, wo der Gurt langläuft, zum Festzurren ist das schöner. Auch das ist halt so ein bisschen die Erfahrung von den BMW-Modellen. Je nachdem, wo der Gurt fest ist, ist das manchmal so ein bisschen blöd, den richtig festzuzurren und so weiter. Bei uns ist es jetzt nicht so relevant, weil wir überall Ösen gesetzt haben schon für den Zweck. Also wir haben in die Karosserie gebohrt, das ist eigentlich das, was man machen sollte, laut FIA. Aber wenn ihr halt so einen Sitz fahrt in einem Clubsportauto, dann könnt ihr halt mit der Platte trotzdem eure Gurte fahren und eben nicht bohren. Genau, ansonsten Innenraum, wie gesagt, CAE-Shifter, den habt ihr, glaube ich, schon mal gesehen, eben auch auf dem Bild. Und sonst ist eigentlich soweit nichts mehr. Ach, stimmt nicht, ein Notausschalter ist noch gekommen. Das gleiche werden wir auch noch mal außen machen. Ja, ist halt einfach so ein ganz cooles Feature, womit man die Zündung dann eben auch schnell ein- und ausschalten kann. Und auch da gibt es ein paar Motorsport-Events, wo das vorgeschrieben ist, beziehungsweise je nachdem, wenn man das Auto mal in einer Rennserie fahren will, braucht man eben außen einen Schalter, der die Zündung abkappt. Und ja, hiermit können wir halt, mit dem Zugang können wir quasi noch einen Zugang nach draußen legen als Beispiel. Ja, CAN-Check-Display kommt noch rein. Da haben wir gerade auch drüber geredet, wo es reinkommt. Das werden wir euch nochmal separat zeigen, denke ich, und auch vielleicht nochmal ein Video über die ganzen Werte machen, die das Ding so kann. Dann geht's weiter. Auch unsere schöne Bremse habt ihr auf dem Tisch gesehen. Jetzt ist sie montiert. Größe wie original, aber deutlich dicker, mit einem wesentlich besseren Sattel für Renneinsatz. Und das Coole an der Sache ist halt, die Scheibe kostet bei uns, ich glaube, 250, 300 Euro. Wir können euch den Preis nochmal einblenden. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Also ein Satz Scheiben. Ich glaube, die originalen Scheiben, die liegen irgendwie so bei 700 Euro und die halten wesentlich länger. Genau. Wir sind gerade noch dran, eine Bremsbelüftung zu konstruieren. Das wird auch ziemlich cool. Wir haben da schon die Pläne, müssen nur noch 1, 2 Details klären. Und das hier ist auch neu. Eine Carbonhaube von der Firma MT Carbon.
Wir haben jetzt im Laufe der Zeit schon so ein paar Carbon-Teile gehabt für die BMWs, für verschiedene Modelle. Und da muss ich echt sagen, die ist teuer, aber verarbeitungstechnisch wirklich gut. Also da kann sich der ein oder andere Hersteller, der Teile für den Motorsport macht, auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Das ist jetzt hier eine Haube, da ist noch kein Klarlack drauf. Also die muss noch entweder mit Klarlack behandelt werden oder foliert. Und trotzdem ist die echt schon gut und die ist wirklich verdammt leicht. Also es spart jetzt nicht so viel Gewicht. Ich glaube 3 Kilo oder so. Aber war so ein ganz cooles Gimmick. Wir wollten ja eigentlich noch viel mehr aus Carbon machen, das hat leider nicht funktioniert. Ja, dann seht ihr hier noch unsere Eventuri verbaut. Auch da nochmal vielen Dank an die Firma Carbon Fiber Dynamics, die da einen ganz coolen Deal für die Eventuri gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wie er dann klingt. Da kriegt er dann auch noch ein paar Aufnahmen. Das Video wird jetzt ein bisschen langweilig quasi. Keine Fahrten drinne, keine Soundaufnahmen oder ähnliches. Reine Technik quasi. Ja, was haben wir ansonsten noch gemacht? Wir haben jetzt final unser Ölkühler-Kit konstruiert. Das besteht eben aus einem Setrap-Kühler, den ihr hier seht. Wir haben theoretisch 2 Halter für den Kühler. Das ist der obere und der untere ist jetzt hier nicht angeschraubt. Und zwar war das eine ganz coole Sache. Tobi hat das konstruiert. Wir haben dann die Kühler angeschraubt, waren eigentlich fertig, hatten dann den Ladeluftkühler von der Firma Skara 73, wobei wir einen eigenen machen, der von den Abmaßen relativ identisch ist oder ähnlich. Und haben dann aber gemerkt, okay, so wie wir den Kühler am Anfang quasi positioniert hatten, passt er nicht mit dem größeren Ladeluftkühler. Dementsprechend musste Tobi dann nochmal umdenken und hat dann gemerkt, dass wir quasi den Halter einfach umdrehen können und dann passt der Ölkühler trotzdem perfekt. Wir haben quasi, wie man sieht, so gut wie keinen Wegfall der Fläche zum Wasserkühler. Wir haben keine Abdeckung der Fläche zum Ladeluftkühler und der Ölkühler sitzt einfach schön vor dem Pralldämpfer. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wenn man einen Unfall hat, ist das nicht ideal. Aber irgendein Tod muss man halt sterben, weil wir haben halt nicht unendlich Platz hier in der Frontmaske. Und ja, das Ganze wird einfach mit einem Spacer zwischen Ölkühler, Ölfilter angeflanscht. Genau, wir haben ja auch eine ganz schöne Position mit unseren Leitungen gefunden, dass das alles sauber verlegt ist. Ja, und das ist auf jeden Fall eine schöne Lösung geworden. Wo Tobi gerade noch dran arbeitet, wo jetzt bald der erste Prototyp aus der Fertigung kommt, ist ein Halter für unsere Oil Catch Can, die auch mit Eventuri passt. Da hatten wir ein paar Anfragen von euch, weil es wohl einige Catchcans am Markt gibt, die nicht mit der Eventuri kompatibel sind. Wir werden das machen. Ist, denke ich, auch ein ganz cooles Feature, weil wir haben hier auch Ladeluftverrohrung in Aluminium verbaut. Also das heißt, der ganze Ladeluftkreislauf ist nicht mehr Plastik, ein bisschen größer. Da wird es von uns auch bald was geben. Hier ist quasi der Prototyp verbaut. Und wir hatten die Ansaugbrücke ab, als wir die montiert haben. Und tatsächlich hat das Auto schon verkokte Einlassventile, obwohl der gerade mal 20.000 Kilometer, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich müsste jetzt auf den Tacho gucken, das geht gerade noch nicht. Ich glaube, oder unter 20.000 Kilometer. Auf jeden Fall hat er sehr wenig runter. Und trotzdem sind die Einlassventile schon verkokt, was mich überrascht hat, weil der eigentlich auch Injektoren im Ansaugtrakt hat. Also aus meiner Sicht ein krasses Zeichen dafür, dass eine Oil Catch Can sich bei dem Auto lohnen wird. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es, also lohnenswert ist es aus meiner Sicht immer, ist eine ganz coole Sache, die man machen kann, ein bisschen die Einlassventile da vor der Verschmutzung zu bewahren. Aber ich hatte halt gedacht, durch die Saugrohreinspritzung werden eigentlich die Ventile auch gesäubert. Das ist, glaube ich, hier einer der Zwecke, warum das gemacht wird. Und deswegen war ich halt so überrascht, dass das hier trotzdem schon verkorkt ist. Das heißt, wenn das Auto mal 100.000 Kilometer runter hat, womöglich noch nicht die Ölwechselintervalle, wie wir sie einhalten, wenn halt viel länger gewartet wird, dann werden die Einlassventile definitiv Probleme machen. Von daher sorgt davor, es muss ja auch nicht unsere Oil Catch Can sein, es gibt auch andere am Markt. Ich denke, wir werden ein ganz cooles Produkt machen, aber scheint sinnvoll zu sein bei dem Auto. Ja, ansonsten ist jetzt bisher hier noch nichts weiter passiert. Wir haben noch 1, 2 Produkte, die wir machen werden für das Auto. Und die ganzen Achsteile von der Firma Workline, da gibt es ein separates Video zu. Das werden wir wirklich nochmal gesondert abdrehen, dass es auch wirklich
die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen das Auto erstmal so fertig bauen, dass es einmal fährt, dass wir wissen, Elektronik ist alles soweit in Ordnung. Weil es ja doch immer schon ein bisschen Arbeit und ein bisschen was da passiert an so einem Innenraum. Und ja, danach werden wir dann mit den Achsen beginnen und mit dem Fahrwerk. Das Fahrwerk können wir euch gleich nochmal zeigen. Es ist ja schon ein KW drinne, aber da kommt nochmal ein anderes rein. So, hier haben wir mal einen vorderen Dämpfer. Ordentliches Gerät, eine ordentlich dicke Kolbenstange. Und zwar ist jetzt verbaut, ich muss leider immer noch die alte Benennung benutzen, weil ich immer noch nicht raffe, wie KW das jetzt geändert hat. Ich müsste vielleicht jetzt mal auf die Dokumentation gucken. Verbaut ist jetzt ein Clubsport, was auch schon sehr, sehr gut ist für den gewünschten Einsatzzweck, wo wir auch eigentlich zufrieden mit waren. Aber wir haben gesagt, naja, wir können jetzt irgendwie nicht die komplette Workline-Achs-Kinematik verbauen, die ja auch ein paar Euro kostet und dann am Fahrwerk sparen, kann man eigentlich auch nicht sagen. Aber wir wollten dann halt beim Fahrwerk auch das Beste haben, wenn wir jetzt schon sowas machen. Und also das Beste ist jetzt übertrieben. Es gibt natürlich noch das, was Tom hat, was dann 15.000 Euro kostet. Aber die Fahrwerke, ich habe dasselbe Fahrwerk im M2. Das ist jetzt ein Competition Dreifach EXR. Ich glaube mittlerweile heißt es V5 Racing oder so. Und hat halt nochmal deutlich härtere Federraten, Upside-Down-Dämpfer, deswegen ist hier die Kolbenstange auch so dick im Vergleich zum Clubsport. Ja, und ist von der Dämpfertechnologie halt nochmal fortschrittlicher als das, was im Clubsport verbaut ist. Hinten gehen wir auch auf komplett Federbein, also das heißt nicht mehr Dämpfer und Feder getrennt. Da werden wir euch dann nochmal Aufnahmen zeigen. Wenn wir die Achsteile einbauen, dann kommt auch gleich das Fahrwerk rein. Übrigens ganz cool, KW verbaut mittlerweile Nadellager in den Federn. Die könnt ihr bei uns auch im Shop kaufen. Die gibt es bei uns schon länger im Shop. Die Idee dahinter ist einfach, wenn das Fahrwerk im eingebauten Zustand, also wenn du vorne jetzt lenkst, dann verdreht sich ja der Dämpfer. Und oftmals kommt es dann zu einem Knacken der Feder, weil halt die Feder mitdrehen will und dann verspannt die sich irgendwie und dann hört man manchmal so ein Knacken. Bildsteinfahrwerke haben das relativ häufig oder häufiger als KW-Fahrwerke. Und dieses Nadellager sorgt halt dafür, dass die Feder immer schön sich mitbewegen kann, weil es halt quasi gelagert ist in Drehrichtung und ja, das halt auch in dynamischen Lastzuständen. Ne? Wenn auf der Rennstrecke jetzt gelenkt wird und gleichzeitig gefedert wird, habe ich halt einfach eine bessere Führung der Feder. Ja, ansonsten haben wir mehr Öl, wir haben Ausgleichsbehälter, das heißt, theoretisch kann man eben länger schnell fahren, ohne dass das Öl heiß wird. Wir haben noch viel mehr Bauteile für das Auto, aber das zeigen wir euch dann alles, wie gesagt, wenn die Achsen rauskommen, noch so ein paar Buchsen. Ihr könnt euch auch gerne das Teilevideo anschauen. Da gehe ich ja nochmal auf jedes Teil gesondert ein. Und ja, den Rest dann, wie gesagt, wenn wir es verbauen.